Ein Hallo an alle kreativen Köpfe und die es werden wollen. Wenn ihr neu hier seid, hier geht es um Patchwork, Quilten und um kleine Nähprojekte. Heute geht es um diesen Block. Den haben wir in Servietten gearbeitet, nun möchten wir ihn in Stoff umsetzen. Wir brauchen 4 Stoffe. Wir haben uns unser Schnittmuster erarbeitet und wir nähen aus diesen einzelnen Schnittmusterelementen unseren Block, den wir dann nachher als Quilt umsetzen können. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke, schön, dass ihr dabei seid. Für unseren Zuschnitt brauchen wir 4 Stoffe. Aus dem ersten Stoff schneiden wir unser Mittelstück aus. Aus dem graublauen Stoff schneiden wir die Ecken zu. Aus dem pinkfarbenen Stoff bilden wir die mittleren Seiten. Und unser blauer Stoff bildet unseren Wirbel. Für unseren mittleren Stoff haben wir einen Stoff gewählt, der uns viele Möglichkeiten gibt, ein Thema auszusuchen. Ich lege meine Schablone so auf meinen Stoff, dass ich die gewünschte Mitte wähle, lege mein Lineal auf meine Schablone und schneide das Ganze einmal zu. Wir schneiden unseren Propellerwirbel zu. Unser Wirbel verläuft nachher im Kreis. Wir können das Stoffstück nicht kippen, also halten wir unsere 4 Stofflagen mit der rechten Seite nach oben, legen unser Schnittmusterstück auf und schneiden einmal zu. Unser Schnittmuster schneiden wir 4-mal zurecht und legen das an unsere Mitte an. Unser mittleres Seitenelement schneiden wir ebenfalls 4-mal für einen Block in gleichlaufende Richtung zu. Das heißt, unsere rechten Stoffseiten schauen auch hier wieder nach oben. Wir haben 4 Stoffbahnen übereinander gelegt. Unsere Stoffbahn ist 7 cm hoch und wir schneiden zu. Unsere 4 Seiten legen wir nun an unser Schnittmuster an. Das nimmt schon langsam Form an. Als nächstes schneiden wir das obere Stoffstück zu, legen das einmal auf unseren Stoff und schneiden. Auch hier haben wir wieder 4 Stofflagen aufeinander und die rechten Seiten schauen alle nach oben. Die Ecke vom äußeren Stoffstück habe ich mir markiert. Das ist hier. Das Schnittmuster kannst du mit mir gemeinsam erstellen in dem Video der Patchwork-Block aus Papierservietten oder du kannst dir den fertigen Schnitt auf der unten verlinkten Etsy-Seite herunterladen. Unsere Seitenteile schneiden wir auf gleiche Weise zu und legen diese einmal an. Wir haben unseren Block zugeschnitten und nun geht es an der Nähmaschine weiter. Als erstes nähen wir die beiden äußeren Schnittmusterteile zusammen. Wir legen sie rechts aufeinander und richten sie genau an der Naht aus. So. Hier unten liegen unsere Stoffkanten genau aufeinander. Hier oben bilden wir das V. Unser Nahtpunkt startet genau an dieser Linie. An unserer Maschine wählen wir eine Stichlänge zwischen 1,5 und 2,5. Ich wähle 1,5. Und wir nähen einmal diese äußere Bahn zusammen. Ich habe ein Füßchen mit einer 1/4 Inch Einteilung gewählt. Ich brauche meine Füßchen Außenkante und meine äußere Nahtlinie nur parallel laufen lassen und ich erhalte eine schöne Naht. Wenn mir das zu ungenau ist, kann ich auch meine beiden Schnittmusterteile nehmen, lege sie wieder aufeinander. Diese Seiten möchte ich zusammennähen. Dieses Mal lege ich jetzt aber nicht einfach nur meine Seiten aufeinander, sondern ich kann an meinem Schnittmuster meine Punkte markieren. Dafür habe ich mir Löcher in meine Schablone gestanzt. Diese Punkte zeichne ich nun einfach ein. Auf der anderen Seite mache ich das ganz genauso. Meine gegenüberliegenden Punkte müssen nun genau zueinander treffen. Ich schlage wieder die rechten Seiten zueinander und kann mir nun meine Punkte einmal zusammenstecken. Und nähe nun von einem Punkt zum nächsten. Beginne meine Naht, ziehe meine Nadel heraus und nähe über meinen Punkt. Alle 4 Stoffe kann ich so genau zusammennähen. So schaut das Ganze aus. Ich schneide meine Schnittteile auseinander, presse die Naht und schlage die Naht zur pinkfarbenen Seite auf. Wir können unsere ersten Schnittteile wieder zurücklegen und schauen uns das Ganze einmal an. Das sieht schon gut aus. Als nächstes möchten wir unseren blauen Flügel, unseren blauen Propellerflügel an die beiden Seitenteile nähen. Wir schlagen das Ganze aufeinander, richten die Nahtlinie aus. Hier haben wir wieder unser V.
Hier liegen unsere Nähte wieder aufeinander. Das Ganze nähen wir einmal zusammen. Unsere Nahtzugabe zeigt nach unten, die legt sich also wunderbar flach in unsere Naht hinein. Wir nähen alle 4 Seitenteile in einer Naht zusammen. So schaut das Ganze aus und wir schneiden es wieder auseinander, pressen unsere Naht, klappen das blaue Stoffstück zurück, sodass unsere Nahtzugabe mit der Naht zur blauen Seite läuft. Unsere fertiggestellten Seitenteile können wir nun wieder an unseren Block anlegen. Und er nimmt langsam Form an. Yay! Und wir haben ein klassisches 9-Patch. Das ist wunderbar, das kriegen wir einfach zusammengenäht. Wir nähen einmal diese beiden Seitenteile an unser Mittelstück. Auf der anderen Seite machen wir exakt das Gleiche. Und wir nähen unsere beiden Seitenteile hier an die innere Mitte. Fangen wir mal an. Wir schlagen das Seitenteil über unser schon genähtes Stück, haben unsere Nahtzugaben schon entfernt, sodass sich unser Stück ganz genau anlegt. Und das können wir nun einmal nähen. Achten wieder auf die Nahtzugabe und kommen genau in der Spitze aus. Und wir können nun die nächsten Seitenteile annähen. Unsere fertigen Seitenteile können wir nun einmal bügeln. Wir pressen die Seiten wieder gut ein und schlagen sie nach außen. Als nächstes legen wir sie wieder zurück an den richtigen Platz. Unsere Seitenteile werden nun an das mittlere Stoffstück genäht und wir lassen hier unsere Nahtzugabe nach innen wandern. Schlagen das einmal über, greifen das und legen das unter unsere Nähmaschine. Schauen, dass wir es genau ausrichten und wir nähen es zusammen. Die erste Seite und die zweite Seite. Bügeln, pressen und schlagen unsere Nahtzugabe nach innen. Unser Block nimmt immer mehr Form an. Das sieht schon gut aus. Nun möchten wir nur noch die beiden Seitenteile an unsere Mitte nähen. Unsere Nähte stoßen aneinander und unsere beiden Stoffe legen sich genau gegeneinander. Wenn wir das haben, legen wir das unter. Achten wieder auf diese beiden Punkte. Die treffen sich genau. An der Mitte orientieren wir uns an unserem mittleren Quadrat. Ich nähe gerne einmal nur bis zur Mitte, nehme das Ganze heraus und starte nun von der anderen Seite, damit ich auch hier diese Situation habe, dass sich beide Nähte genau gegeneinander schieben. Spürt da mit dem Finger ein bisschen nach, damit ihr wirklich spürt, ob eure Stofflagen sich gut ineinander schieben. Und vernähe die Naht in der Mitte. Wenn das geklappt hat, bilden meine Nahtpunkte ein genaues Kreuz. Auf der anderen Seite wiederhole ich das. Das Ganze bügeln wir erneut. Wir schlagen das einmal um, pressen die Nähte ein bisschen, schlagen das zur Rückseite und ziehen unsere Nähte nun nach außen. Das machen wir von dieser Seite, wenn wir den Block von der linken Seite bügeln, dann vermeiden wir, dass wir hier solche eingepressten, glänzenden Stellen bekommen. Unser erster Block ist fertig. Wir haben unsere Mitte und wir haben unser Windspiel, das von der Mitte abgeht. Nähen wir 4 Blöcke zusammen, erhalten wir um unsere Mitte unser Windspiel, das sich um unseren Block herum aufbaut. Und unsere Mitte wird nun von einem neuen 4-flügeligen Windspiel gebildet.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr gebt der Sache eine Chance und ich bin schon sehr neugierig auf eure Arbeiten. Vielen Dank fürs Zuschauen und Mitmachen. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiternähen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.